Das machen wir nicht aus Angst vor der AfD, sondern für die Bürger in diesem Land. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine harte und klare Auseinandersetzung brauchen. Immer mehr ihr Gift einträufeln lässt in den gesellschaftlichen Zusammenhalt und dass sie versucht, die Regeln hier unserer parlamentarischen Demokratie zu sprengen. Da muss man dagegenhalten. Sind da in der Vergangenheit Fehler gemacht worden in Ihrer Partei? Sondern insbesondere, wenn Sie sich anschauen, die Entwicklung der AfD in den letzten 3,5 Jahren unter der Ampelregierung, wo wir gesehen haben, dass sich die AfD ja faktisch verdoppelt hat. Das kann man nur sicherlich nicht der Opposition zurechnen. Hey Leute, willkommen in der Realität. Da steht er also wieder, Philipp Amthor, der junge CDU-Mann mit dem großen Gestus und den geballten Fäusten und schwingt sich mal wieder zum Verteidiger der Demokratie auf. Gegen die AfD natürlich. Doch wer hat in der Vergangenheit die Wähler belogen, Posten verschoben und Ausschüsse instrumentalisiert? Nicht die AfD, sondern genau die Partei, die sich heute aufspielen wie die Verfassung persönlich. Was Amthor da raushaut, ist Selbstbeweihräucherung mit Halbwahrheiten und jede Menge Angst vor der AfD. Bleibt dran. Und wenn ihr Klartext statt Show wollt, liken, abonnieren, kommentieren. Auf geht's! Spüren Sie den Druck eigentlich auch ganz persönlich? In Ihrem Wahlkreis hat die AfD 45% geholt, Sie selbst 19,9%. Spüren Sie ganz persönlich den Druck, das wieder drehen zu wollen und natürlich auch mit dem Gelingen von Vorhaben dazu beitragen zu müssen? Natürlich ist es eine Erwartung, die riesig ist an die neue Bundesregierung. Und sie muss auch zeigen, dass sie das, was sie vor der Wahl versprochen hat, auch umsetzen kann. Das betrifft unser Themenfeld einer funktionierenderen, besseren, schnelleren Staatsverwaltung, aber natürlich auch die großen Handlungsfelder insgesamt, die Wirtschaftspolitik, wo wir wieder Wirtschaftswachstum brauchen, die innere Sicherheit, die verbessert werden muss, die Migrationskrise, die noch in den Griff bekommen werden muss. Alexander Dobrindt hat dafür wichtige Schritte unternommen. Aber natürlich ist für uns klar, es gibt eine Riesenerwartung an diese Regierung. Die müssen wir auch erfüllen, aber ich sage auch aus voller Überzeugung, das machen wir nicht aus Angst vor der AfD, sondern für die Bürger in diesem Land. Denn das ist das, was uns treiben sollte. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine harte und klare Auseinandersetzung brauchen mit der AfD. Es kann nicht sein, dass diese Partei, die sich immer weiter radikalisiert, immer mehr ihr Gift einträufeln lässt in den gesellschaftlichen Zusammenhalt und dass sie versucht, die Regeln hier unserer parlamentarischen Demokratie zu sprengen. Da muss man dagegenhalten. Aber das wird nur gehen, indem wir nicht, ich habe das oft so beschrieben, wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen, sondern die harte inhaltliche Auseinandersetzung suchen mit der AfD. Das ist aus meiner Sicht wichtig. Sind da in der Vergangenheit Fehler gemacht worden in Ihrer Partei? Ich glaube, es ist offensichtlich so, dass Fehler ja nicht nur da in meiner Partei gemacht wurden, sondern insbesondere, wenn Sie sich anschauen, die Entwicklung der AfD in den letzten 3,5 Jahren unter der Ampelregierung, wo wir gesehen haben, dass sich die AfD ja faktisch verdoppelt hat. Das kann man nur sicherlich nicht der Opposition zurechnen. Wir ziehen uns da nicht aus der Verantwortung. Es ist eine gemeinsame Verantwortung, aber ich sehe schon, dass wir sehr, sehr unterschiedliche Lösungsansätze ja auch haben. Also ich glaube, Lösungsansätze der CDU? Ja, das ist schon die Probleme dieses Landes zu lösen. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir in der Migrationspolitik die Fehler, die jetzt korrigiert werden, wenn wir die früher korrigiert hätten und wenn die Ampel eine andere Migrationspolitik gemacht hätte, wenn die Ampel eine andere Wirtschaftspolitik gemacht hätte, die nicht dazu geführt hätte, wie wir es gesehen haben, unter Robert Habeck als Wirtschaftsminister 3 Jahre in Folge Schrumpfen der deutschen Wirtschaft, sondern wieder Wirtschaftswachstum, das hätte sicherlich auch ein anderes gesellschaftliches Klima geschaffen. Aber klar ist, wir müssen Erfolge bringen, damit die AfD an Zuspruch verliert. Aber, und das finde ich auch wichtig, wir dürfen diese Partei dabei auch nicht bagatellisieren, sondern wir müssen sie als das benennen, was sie ist, nämlich eine immer weiter sich radikalisierende Partei, die in keiner Weise die Abgrenzung zum Rechtsextremismus schafft, sondern ihn selbst in der Partei integriert, ihm großen Platz gibt. Und solche Menschen sollten in Deutschland keine Verantwortung übernehmen.
Wenn Sie trotzdem den Menschen in Ihrem Wahlkreis ganz einfach erklären müssen, warum jetzt diese Woche die AfD keinen Posten in den Ausschüssen bekommen hat, nicht den Vorsitz bekommen hat, wie erklären Sie das den Menschen in Ihrem Wahlkreis? Ich glaube, das zeigt sich ja allein daran, wenn man sich vor Augen führt, wie die AfD mit unseren demokratischen Institutionen umgeht. Sie will ja nicht Ausschussvorsitzende für sich reklamieren, um das Amt des Ausschussvorsitzenden auszuüben, um Sitzungen zu leiten, um teilzuhaben an der überparteilichen Verwaltung des Deutschen Bundestages durch die Ausschussvorsitzenden. Personen, die hohe Integrität haben, diese Ämter neutral ausüben, das will die AfD ja nicht. Die AfD stellt Kandidaten auf, um diese Ausschussvorsitze zu instrumentalisieren gegen die anderen Parteien, um Zwietracht in das Parlament zu tragen. Und das ist nicht unsere Idee, dass eine Minderheit versucht, Mehrheitsinstrumente zu nutzen, um sie dann gegen alle anderen Parteien zu verwenden. Und ich kann nur sagen, jeder, der glaubt, diese Partei sei eine Partei wie alle anderen auch, dem kann ich nur empfehlen, die mal zu beobachten, wie die sich verhalten im Deutschen Bundestag. Ich sitze auf der Regierungsbank jetzt ja sehr, sehr, sehr nah dran, noch näher an denen, als wir es sonst so haben. Diese Art und Weise des Umgangstons, der da gepflegt wird, wie gesprochen wird, verächtlich über andere Kollegen, diese Art und Weise des Einträufelns von Gift in unsere Diskurskultur, das ist keine Grundlage, um das Parlament in Gänze zu repräsentieren. Und wie stehen Sie zu einem Verbot? Ich habe da eine historisch durchaus ja bewusste Perspektive, die schon immer dazu mahnt, dass eben nicht die Lehre aus der Weimarer Republik es einfach ist, eine Partei mal eben zu verbieten. Die NSDAP war über weite Strecken der 20er Jahre verboten, ohne dass dadurch die Probleme gelöst worden wären. Die richtige Lehre aus Weimar ist nicht einfach ein Parteiverbot zu fordern, sondern die Lehre aus Weimar ist es, die Kräfte der wehrhaften Demokratie zu nutzen, zu stärken und die wehrhafte Demokratie mit ihren Lösungs- und Überzeugungsmöglichkeiten in der Bevölkerung zu verankern. Und deswegen, ich sehe das Thema des AfD-Verbots auch bei der aktuellen juristischen Lage eher skeptisch. Ich finde aber schon, wir sollten nicht nur immer über dieses AfD-Verbot instrumentell diskutieren, sondern über die Inhalte der AfD. Denn das ist es, was für uns politisch bekämpft werden muss. Wir müssen politisch bekämpfen, dass es Parteien gibt, die glauben, es gibt Deutsche erster und zweiter Klasse. Wir müssen es bekämpfen, dass es Parteien gibt, die glauben, Deutschland könne sich aus seiner historischen internationalen Verantwortung herauslösen, die irgendwie näher an Peking und an Moskau sind als an unseren europäischen Werteüberzeugungen. Das muss man politisch adressieren. Das wird sich nicht allein durch ein Parteiverbotsverfahren lösen lassen. Ich sehe im Moment jedenfalls da ein hohes Risiko auch eines Scheiterns, und das würde der AfD ein demokratisches Gütesiegel geben, wenn sie in Karlsruhe gewinnt, das Parteiverbotsverfahren scheitert. Das würde ihr ein demokratisches Gütesiegel geben, das sie ganz sicher nicht verdient hat. Sie haben während unseres Gesprächs gesagt, dass aus Ihrer Sicht die Partei auch deshalb so reüssieren konnte, weil es so viel Streit auch in der Ampelregierung gab. Wie wollen Sie jetzt in der Regierung verhindern, dass sich Ähnliches wiederholen kann? Gibt es Vorkehrungen, haben Sie für sich persönlich, was Sie sagen, das sollte auf keinen Fall passieren? Also erstens, Unterschiede gehören in einer demokratischen Regierung mal ganz sicher auch innerhalb einer Regierung dazu. CDU, CSU, SPD, das sind drei unterschiedliche Parteien. Und da gehört es auch dazu, dass man unterschiedliche Schwerpunkte hat und dann auch mal miteinander zivilisiert streitet. Allerdings in der Sache, darum muss es gehen. Und dieses Bild, das die Ampel da gezeichnet hat, das werden wir nicht wiederholen, wollen einen ordentlichen und vernünftigen Umgang miteinander pflegen. Und ich finde, das gelingt uns auch bisher ganz gut. Und so lange ist es ja auch noch nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, das hat schon ein bisschen innere Freude ausgelöst, als mir heute eine Kollegin der SPD auf der Regierungsbank sagte, das Klima mit euch ist doch ganz gut und das macht Freude und ist vom konstruktiven Geist getragen.
Das ist auch mein Eindruck und deswegen glaube ich auch, wir sind nicht zusammengehalten irgendwie aus der Not allein, sondern in der gemeinsamen Verantwortung für Deutschland, dieses Land wieder nach vorne zu bringen, zu zeigen, dass die Parteien der politischen Mitte Lösungskräfte haben, dieses Land wieder erfolgreich besser machen können, den Staat modernisieren können. Und darauf habe ich große Lust. Wir sind gespannt, wie das gelingt. Und an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank für dieses Gespräch, Philipp Amthor. Vielen Dank. Also ganz ehrlich, Amthor redet wieder, als wäre er der große Staatsmann persönlich. Gestik, Betonung, Posen, alles auf Show getrimmt. Aber inhaltlich nur heiße Luft. Er schiebt der AfD alles in die Schuhe und redet dabei, als ob die CDU mit nix was zu tun hätte. Als ob seine Partei nicht die war, die Ausschüsse nach Belieben umverteilt hat. Als ob es nicht seine CDU war, die in der Vergangenheit jede kritische Stimme abgewürgt hat. Und genau das ist das Problem. Nicht die AfD verdreht hier irgendwas, sondern Amthor. Er präsentiert sich als Hüter der Demokratie, während er genau die Tatsachen verbiegt, die viele Menschen inzwischen durchschauen. Die CDU ist nicht die Lösung, sie ist das System und dieses System hat Angst. Angst vor Veränderungen, die nicht mehr kontrolliert werden können. Angst davor, dass die AfD ihn politisch den Boden unter den Füßen wegzieht. Am Ende ist es immer dasselbe Spiel. Schuld sind die anderen, Lösung hat man keine, aber Hauptsache, man verteidigt das eigene Pöstchen mit Pathos und Panik. Wenn ihr auch merkt, wie durchschaubar das alles geworden ist, dann zeigt's. Abo dalassen, Video liken, Meinung in die Kommentare. Wer diesen Kanal unterstützen will, gern per PayPal oder Superthanks. Link ist wie immer in der Beschreibung. Danke alle, die Klartext wollen und nicht die nächste CDU-Schönrede im Bundestag. Denn eins ist sicher, von dieser Showpolitik hat dieses Land wirklich genug. Bis zum nächsten Mal. Thank you.